Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Outer Worlds. Wir haben in der letzten Folge den schmierigen, fliegerischen Vorstandsvorsitzenden Rockwell gefunden, aber anscheinend dürfen wir den noch nicht töten oder überhaupt nicht töten, keine Ahnung. Wir ballern uns feuchtfröhlich hier durch das Gefängnis und das ist sehr gut. Macht nämlich Spaß. Endlich Action! Ja gut, okay, wir räumen hier alles aus und irgendwo muss ja auch Phineas sein. Ach, immer diese Blechbüchse, die ihm in den Weg rennt. Ja, es ist gut, dass wir den Roboter dabei haben, aber irgendwie... Weiß nicht. Rennt der ständig im Weg rum. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, reparieren. Jo, und... Achso, das ist, hat alles repariert, alles klar. Alles klar, alles klar. So, die braucht ihr nicht, die nehmen wir mit. Und Geballer. Und immer dieser Blechhaufen. Zack. Und weg mit Schmutz. So, noch mehr Schmutz. Entfernt. Die haben aber nichts. Haben die nichts. Aha, da ist wieder ein registrierter Bereich. Halt, Waffenteile sollten wir mitnehmen. Okay. So, ja, wir müssen ja da in den Aufzug, ich weiß. Aber wir gehen jetzt mal dahin. Guck mal da. Ein Raumschiffmodell. Wir brauchen kein Raumschiffmodell. Wir brauchen Munition. Und da kommen wir nicht raus. Okay. Ja, gut. Dann wohl doch in den Aufzug. Und da ist irgendwie noch eine Sani-Drohne, glaube ich. Da war doch irgendwo noch so eine komische Drohne. Hä? Egal. Difficult job ahead? Consider equipping a pack of Sam's special solvent stain out remover. It's ruthless on residual blood splatter. Never comforted. I'm just real glad to know you all. Ja, wir sind auch froh, Pavati. Yeah, huh? Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, he was prepared. I lost good soldiers in the attempt. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Do you imagine you're leading some grand revolutionary army? I never imagined I'd see the day the Mardettes assaulted my prison. Yet here we are. You're nothing but a rabble-rouser. I'm going to put an end to your little rebellion, and then I'm going to have you and your associates arrested. The board is the only legitimate power in Halcyon. We are Halcyon. I admit I miscalculated the extent of your influence. The board's plan never accounted for you. This is a mistake I intend to correct.
I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. In that we are in agreement. An end to violence is precisely what I want. An end to chaos. An end to senseless loss of life. The only obstacle standing in my way is you. I take no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. I had a feeling you'd say that. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. Ach ja, warum sind die Leute immer so feige? Komm doch her, du dummes Stück. RAM, okay. Ich glaube, der ist ein bisschen hardcore. Gut möglich. Wir können den leider nicht hacken, die ist versiegelt. Ja. Haben wir irgendwie eine EMP-Waffe? Taumeln oder können wir was modifizieren? Ne, können wir glaube ich gar nicht. Ah doch, Modifikation. Flüsterrohr, Mac 2, Sepp, Spaßkanone, Jagdausrüstung, Fixgriff. Nachtigall verstärkt. Gibt es irgendwas gegen Roboter? Weitsichter. Unterlauf. Ne, ich glaube, wir müssen... Warte, was war das mit Schock? So. Ich glaube, Leute, wir haben jetzt ein klitzekleines Problemchen. Ja. 100. Geh doch mal aus dem Weg. Danke. Ups. Warum geht der nicht kaputt? Moment. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Wo ist dem seine Scheißsteuer? War da irgendwie nix? Ja, nee, ne? Ich glaube, wir müssen das Ding irgendwie hier an die Dinger locken. Damit wir uns die Dinger hier zunutze machen können. Ja, der scheint doch ein Ticken arschgeigig zu sein.
kommen bestimmt noch mal ein paar Kampfdrohnen. Jo. Kaum ist man im Kampf, schon stehen die Leute nicht mehr auf. Der verschwendet unsere Munition. Der hält auch noch so viel aus. Das geht ja gar nicht. Der müsste mal da näher an den Dingern da vorbeilaufen. Immer schön auf die Waffe. Vielleicht funktioniert die irgendwann nicht mehr. Da machen wir irgendwie am meisten Schaden. So, wann kommen da die scheiß Kampfdrohnen? Uiuiui. Ja, das ist schön. Okay, das wird jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Ah, geh weg. Schön, wenn ihr euch selbst freckt. So. Okay, war das die letzte Kampfdrohne? Ja. Da hinten hat er eine Schwachstelle, ich raste aus. Da hat er eine Schwachstelle, ich raste aus. Da hat die Sau eine Schwachstelle. Bringt uns leider nicht viel. Gleich jetzt. Nee, doch. Ja. Geh weg, lass mich in Ruhe. Auch schon wieder die dämlichen Kampfdrohnen hier. Das ist ja Quälerei. Aufpassen, dass der mir nicht in den Rücken fällt. So, da ist der Depp. Autsch. Ah, das war nicht gut. Jetzt kommen bestimmt noch mal ein paar Kampfdrohnen. Weil wir kennen ja, der Konzern, da kann nicht fair kämpfen. Da muss ich immer irgendwas immer bereichern, die Säcke.
Dreckstück. Da haben wir ein Blatt gemacht. So, brauchen wir den Schlüssel für hier. Jo! Gut, ich hoffe, jetzt kommt da nichts mehr. So, gib uns unseren Doc wieder. Ihr elendischen... Das war ja einfach. Stufe 30. Oh, wir kriegen nur bis Stufe 30, okay. Ei. So, wir haben noch einen Vorteil, den wir uns nehmen können. Kritischer Schaden vom Begleitern, jawohl. Wir können auch Pavati ableffeln. Rüstungswert. Und Sam kriegt auch nochmal Rüstung. Gut. You made it. I can hardly believe my eyes. You didn't have to do this, you know. Risk your life just to save mine. I know, old friend. I know. Part of me wishes you'd left me here to rot. But what's done is done. You've left the board in tatters, but Halcyon is still on the verge of starvation. I just hope we're not too late. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. Earth isn't going to help us. No one's going to help us now. We're alone out here, and I don't know if we're going to survive. I had hoped your fellow colonists might hold the key to saving Halcyon, but I don't have nearly enough chemicals to revive them all. I'll do what I can. I just hope it's not too late. It's time I return to my lab. I'll try to save as many of the Hope's colonists as I can. You're under no obligation to help me. You've done enough already. The chairman? I don't know why you let that heartless creature live, but I'll have to trust your judgment. We were going to save this colony, you know. That's what I told myself when I pulled you from the Hope. You and I were going to set everything right. Now, I don't know what to think. Earth is gone, and we're going to need a miracle to survive another generation. I always suspected Halcyon might collapse one day.
I just thought we would have more time. Also können wir die Kolonie gar nicht retten? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Left unchecked, the war on Monarch consumed both MSI and the Iconoclasts. And when the sulfur cloud settled, only stragglers from both factions remained. Some found their way to Sublight, some to Terra 2, and some lived their final years fighting for food in the wilderness. In the end, only the beasts remained. Sublight Salvage adapted to the changes in Halcyon, shifting their business model to suit the times. Their claims of legitimacy were scrutinized, but ultimately unquestioned. Lilia Hagen would continue to protect her family as ruthlessly as ever. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. As for Reed Thompson, it was said that he lasted exactly 2 days outside the walls of Edgewater. Years later, a marauder was found in possession of his hat. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers,
But if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. After all he'd seen and heard adventuring with you, the vicar Maximilian de Soto renounced his faith and joined the effort to rebuild the colony. Ironically, he finally found the joy that had eluded him over the course of his life, and realized that perhaps he was always meant to be just a simple laborer after all. He quickly dismissed the idea. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide or just looking to throw back a beer and swap stories could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He was never able to come to terms with his own past, troubled by the decision of placing all his faith in the first colonist he ever revived, the infamous captain of the Unreliable. The revival project yielded mixed results. Phineas, weighed down by limited support and his own guilt, struggled to revive more than a handful of scientists and engineers. They made a heroic effort to solve the colony's problems, but with small numbers and facing long odds, their solutions never caught on. Only a few of the Hope's colonists were successfully revived. Wells died before he could see the fruits of his labor. He passed away a haunted man, crushed by the guilt of his failures. Small, petty factions squabble over what remains of the colony. Every attempt to reach out to Halcyon's neighbors is met with silence. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the riot on Tartarus and partnered with Chairman Rockwell to run the colony together. As Halcyon looked toward the future, you remained a constant presence in the colony's administration. You were never weighed down by bureaucracy, and you never had to dirty your hands with politics. You had people who did that for you. By your influence, Halcyon survived the turbulent years that were to follow. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come.
So, das war es dann anscheinend mit The Outer Worlds. Also wir haben gesehen, wie sich die Entscheidungen anscheinend konkret krass auf die Entwicklung bzw. Story von Halcyon bzw. der Kolonie ausgewirkt haben. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir Gutes oder Schlechtes getan haben für die Kolonie, weil alles, was so erzählt wurde von dem vor dem Abspannerzähler, das ist so, ja, einerseits gut, andererseits, ich denke, das ist so ein Mittelmaß, denke ich mal. Also so fühlt es sich an, wie so ein Mittelmaß. So richtig mittig. Ich denke, wir hätten wahrscheinlich auch die Kolonie komplett ins Chaos stürzen können, indem wir absolut nichts gemacht hätten, sondern alles und jeden niedergemäht hätten oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, auf jeden Fall ein sehr tolles Spiel. Da ist ja gerade ein DLC in der Mache. Und wenn das ja, keine Ahnung, vielleicht in dem Jahr oder nächstes Jahr rauskommt, kann man ja Outer Worlds Staffel 2 machen, wo es dann halt nur um das DLC-Inhalt geht. Auf jeden Fall ist es krass, dass hier die Entscheidungen, die du hier triffst, aktiv sich wirklich auch in dem Spiel so reinziehen. Dass es sich wie ein roter Faden durchzieht. Also, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, dem Minister Clark nicht geholfen hätten, sondern nur der Kolonie bzw. Halcyon geholfen hätten, dann wäre alles in den Bach runtergegangen. Die ganzen Leute wären, ja, eingefroren worden in den Kryo-Dingern. Und die werden auch verhungert, weil, ganz ehrlich, du bist zwar in einem Schlaf, aber du musst trotzdem mit allem versorgt werden. Nährstoffe, wahrscheinlich nicht so viel, aber trotzdem, ups. Ja, egal. Das ist der Controller getrennt, das ist nicht so schlimm. Musik, die läuft ja noch. Ja, auf jeden Fall. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Auf jeden Fall. Und es wäre cool, wenn es noch so ähnliche oder öfters so Spiele gibt, wo man ja direkten Einfluss in die Story hat. Und nicht nur so vorgegebenes Geplänkel. Weil ich denke, wir hätten auch, habe ich schon gesagt, das totale Chaos anrichten können. Aber naja. Dann ist damit das Let's Play vorerst mal beendet für The Outer Worlds. Wir haben es jetzt durchgespielt. Wir haben zwar den Professor gerettet, wir haben den Vorstandsvorsitzenden Rockwell haben wir jetzt am Leben rocken lassen. Na ja, gut, der ist unter unserer Fittiche. Das heißt, macht er dumm, kriegt er eine Kugel zwischen die Lichter und gut ist. Ja. Also auf jeden Fall ein sehr tolles Game. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, das anzuschauen. Und muss mal überlegen, was ich eventuell als nächstes mache, wenn das nächste Projekt auch ausläuft. Ich weiß es noch nicht. Ich würde auch gerne mal sowas machen wie Uncharted oder The Last of Us, aber da muss man ja erstmal entweder die Entwickler kontaktieren, oder die Publisher und keine Ahnung, ob halt so jemand wie ich mit, der noch der eine sehr geringe Reichweite hat, ob die das auch erlauben oder ob das Sony generell erlaubt hat. Das weiß ich nicht, ich habe da nichts rausgefunden. Also wenn das jemand weiß, vielleicht kann er es gerne kommentieren oder wie wir die irgendwie kontaktieren könnt. Oder wenn ihr Spielvorschläge habt, immer her damit. Ich mache das gerne, sofern das erlaubt ist. Na dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wünsche euch noch einen sonnigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mit Pausen. Tschüss. There you are. Wondering what's going on, eh? One question first. Are you feeling anything that can be construed as explosive cell death? No? Wonderful. Let's get started.
You know you didn't have to shoot either one, right? But it's fine, I guess. Spicer's Choice is not responsible for any feeling of vertigo, wonder, or hunger you may have experienced while watching this advertisement.